Tag zusammen und herzlich willkommen zu dem dritten und letzten Tag von unserer Europatour in Ontario. Heute haben wir 4 Städte auf dem Programm. Könnte ein bisschen anstrengend werden. Zuerst fahren wir nach London, dann nach Kopenhagen, Wien und schließen dann in Paris die ganze Reise ab. Wo sind's? Also, auf jedet! Worldley ist ein Teil von London und war früher ein eigenständiges Dörfchen. 1860 ist das eingemeindet worden und jetzt ist es... Oh, da sind sie am Singen, die Kirche ist an. Glöckchen. Ja, das Besondere hier an Worldley ist, die haben wahnsinnig viele Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Gut, das ist jetzt für euch nichts Besonderes in Köln. Es ist ja jedes zweite Haus unter Denkmalschutz. Aber in Kanada kommt das nicht so oft vor. Wie hier zum Beispiel die London Normal School. Früher war das eine Schule, jetzt ist es das regionale Hauptquartier vom YMCA. Auf der Hauptstraße vom Veedel ist die Worldley Road. Hier kann man lecker essen, Kaffee trinken oder ein bisschen einkaufen. Ihr habt sicher schon uns von Diabetes gehört. Das haben ja ganz viel Glück auf der Welt. Aber vielleicht wisst ihr ja nicht, wo das Insulin, was denen allen hilft, erfunden wurde. Das ist nämlich hier erfunden, in Kanada. Hier von diesem Herrn, der neben mir steht, Frederick Banting. Ja, und die Idee für das Insulin, die ist ihm genau hier, in diesem Haus, ist ihm gekommen. Am 31. Oktober 1920. Banting wurde am 14. November 1891 auf einer Farm in Ontario geboren. 2 Erlebnisse prägten seinen Weg zur Medizin. Der erste war der Zusammenbruch eines Daches, bei dem Banting den Stadtarzt holte, um die Situation zu beruhigen. Der zweite war der Tod seiner Freundin Jane an Diabetes, was ihn dazu brachte, über die fehlende Heilung für diese Krankheit nachzudenken. Zu der Zeit sah die Prognose für Kinder mit Diabetes aber ganz düster aus. Die meisten überlebten kaum ein Jahr nach der Diagnose. Auch bei Erwachsenen war die Lebenserwartung erschreckend niedrig. Weniger als 20% der Diabetiker lebten länger als 10 Jahre. Vor 1920 bestand die einzige Behandlung in einer strengen Diät mit lediglich 500 Kalorien pro Tag, um den Blutzucker niedrig zu halten. Doch bei so wenig Kalorien, da wurde man ja ganz schnell nur noch Haut und Knochen. Und wer dann nicht an der Diabetes starb, der erlag dann dem Hungertod. Trotz anfänglicher Widerstände der Familie wechselte er von einem Theologiestudium zur medizinischen Fakultät der Universität von Toronto. Der Erste Weltkrieg unterbrach seine Ausbildung und er hat in Frankreich gedient. Nach dem Krieg setzte er seine Ausbildung als orthopädischer Chirurg fort und eröffnete eine Praxis in London, Ontario. Jawohl, in diesem Haus. Nebenbei arbeitete er als Professor an der Universität of Western Ontario und erforschte die Bauchspeicheldrüse. Am 31. Oktober 1920 um 2 Uhr morgens wachte Frederick Banting auf und hatte die Idee der Ideen. Nach seiner Eingebung über die Gewinnung von Insulin begann er sofort mit seinem Assistenten Charles Best zu forschen.
1921 isolierten sie Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden, die als Versuchstiere dienten. Ein Jahr später wurde ein 14-jähriger Junge erstmals mit Insulin behandelt, was zu einer erfolgreichen Therapie führte. Banting erhielt für diese Entdeckung den Nobelpreis. Er war der erste Kanadier und mit 32 Jahren der jüngste Nobelpreisträger. Weniger bekannt ist, dass Banting eine Leidenschaft für Malerei hat, die ihm half, dem Druck der Medizinwelt zu entkommen. Unter dem Pseudonym Frederick Grant malte er und freundete sich 1927 mit A.Y. Jackson, einem Landschaftsmaler der Group of Seven, an. Group of Seven war eine kanadische Künstlergruppe, die um 1920 sehr bekannt wurde. Ihre Werke trugen maßgeblich zur Entwicklung einer eigenständigen kanadischen Kunstidentität bei. Banting reiste oft mit Jackson und anderen Künstlern in abgelegene Gegenden zur Inspiration. Als Jackson ihm vorschlug, vielleicht Vollzeit zu malen, erwiderte Banting, er plane dies für sein 50. Lebensjahr. Tja, die Pläne wurden jedoch durch den Zweiten Weltkrieg vereitelt. Banting diente als Vorsitzender der medizinischen Forschung, spezialisiert auf Luftfahrtmedizin und biologische Kriegsführung. Am 20. Februar 1941 stürzte er bei einem Flug nach England ab, als beide Triebwerke versagten. Banting erlitt schwere Verletzungen und starb im Alter von 49 Jahren. Zu Ehren von Banting und seiner Arbeit entzündete die Königinmutter Elisabeth im Jahr 1989 die Flamme der Hoffnung in London, Ontario. Diese soll brennen, bis ein Heilmittel gegen Diabetes gefunden wird. Übrigens hat Banting das Patent für Insulin für einen einzigen $1 an die Universität Toronto verkauft. Er fand, dass das Insulin nicht ihm gehört, sondern der ganzen Welt. Wir wollen uns jetzt das Eldon House anschauen. Das ist nämlich das älteste Wohnhaus in London. Und das Besondere ist, dass im 19. Jahrhundert ist hier in dem Haus fast ja nichts verändert wurde. Es ist alles noch so, wie es früher war. Das Eldon House ist ein richtig echtes Schmuckstückchen. 4 Generationen der Harris-Familie haben hier gelebt und es mit Familienerbstücken, schönen Möbel und wertvollen Schätzen bestückt. Die historische Stätte im Herzen von London wurde 1960 der Stadt geschenkt und wird seitdem liebevoll erhalten. Ich stand im Morning Room, im Morgenzimmer. Das hätten wir ja früher gehabt. Da hast du dann wahrscheinlich den ersten Tasse Kaffee hier getrunken. Hier an einem kleinen Tischchen. Vögelchen draußen beobachtet. Ja, war ja Ausblick auf der Jade. Die Familie ist echt interessant. Die sind so viel rumgereist. Zum Beispiel gerade als Japan die Grenzen geöffnet hat für Besucher aus anderen Ländern, zack,
sind die da hingefahren, dann in die Kofi blöd. Also man sieht da ganz viele so japanische Möbelstücke und die Tapete im Hausflur, die kommt auch aus Japan, handgemalt. Boah, das muss ein Vermögen gekostet haben, aber die waren wahrscheinlich auch, hatten ein paar Groschen. Ne? Das Museum in London, Kanada, meldet genauso wie ein Museum London, UK. Freier Eintritt. Und auch die Führungen, die jeden Sonntag um 2 Uhr stattfinden, die sind kostenfrei. Yay! Hier kann man jetzt über die Geschichte lernen, Sonderausstellungen besuchen und einige Gemälde der Group of Seven bewundern. Ich hatte euch ja schon im Bantinghaus ein bisschen über die Künstlergruppe erzählt. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Museum von London zu besuchen. Seit 1845 steht hier der Markt in Londons Innenstadt. 7 Tage die Woche ist er op und man findet hier eine Fülle an Lebensmitteln. Und wenn man Glück hat, ein kleines Festival, so wie heute, das J.J. Jerks Fest. Thank you so much for being here with us this afternoon. Hope you've had a great time. Wir haben jetzt viel gelernt. Ne? Mein Hirn ist am Qualmen, mein Füßen am Qualmen und Hunger habe ich auch. Also haue ich mir jetzt schnell ein paar Teile rein und dann fahren wir wieder. Ich meine, es gibt bestimmt noch ganz viel zu sehen in London. Aber wir haben ja noch 3 Städte zu besichtigen. Also müssen wir das mal auf ein andermal verschieben. Und wieder jeder. Lass mal ehrlich sein, Kopenhagen ist wieder so ein Bliebstädtchen. Da ist nichts los, ist auch nichts Besonderes in Kopenhagen selber. Aber wenn man 5 Minuten rausfährt, dann bist du hier. Auf der Sparta Lavendelfarm. Das ist wunderschön hier. Gut, der Lavendel, der hat ausgeblüht, das Zick ist vorbei, das hatten wir ja schon. Aber die haben hier auch Wildblumen und einen Wildblumengarten. Und dann kann man da Lust wandeln und sich all diese Blümchen angucken. Das ist doch sehr nett. Und wenn du auf der anderen Seite von Kopenhagen rausfährst, dann bist du am Eriesee. Ja, hören, das ist auch schön. Also da fing ich jedes Schlimmeres, als in Kopenhagen zu wohnen. Ne? Und wieder jedes nach Wien.
Ja gut, Wien ist jetzt auch wieder so fast ein Bliebstädtchen mit 700 Einwohnern. Klein, unscheinbar, nicht viel los. Aber wenn man den zweiten Blick auf Wien wirft, dann findet man heraus, dass das hier eine ganz interessante Geschichte hat. Gegründet wurde das Dorf 1829 von Jesse Smith und Captain Samuel Addison. Ja, Addison. Der Name klingt bekannt, ne? Ja, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Zunächst wurde der Ort Shrewsbury benannt, doch Captain Addison änderte später den Namen in Wien. Warum? Man weiß es nicht so genau. Vielleicht, weil Wien eine der wohlhabendsten Gegenden wurde, wegen dem Holzhandel. Der Otterbach, der durch den Ort fließt, spielte eine entscheidende Rolle dabei, weil der breite Bach ideal war, um große Mengen an Kiefern, Ahorn und Eichenholz flussabwärts zum Eriesee zu transportieren. Doch dann ließ der Holzhandel nach, verheerende Brände und Überschwemmungen führten schließlich zum Ende des Wiener Booms. Die zahlreichen Hotels, Geschäfte, Schulen und so ja die Bibliothek musste schließen. Das war ein trauriger Sieg für das Dorf. Captain Samuel Addison, das war nicht nur der Namensgeber von diesem netten Dörfchen Wien hier, sondern auch der Vater vom Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, kennt ihr ja, ne? Ja, gut, der Thomas Edison hat zwar hier nie in Wien gewohnt, aber dem Singer Opa, der hat hier gewohnt und der Thomas hat hier immer im Sommer für mehrere Monate Besuch. Wenn man sich das vorstellt, ne? Hier am Otter River hatte der Opa ein Häuschen. Und da freut man sich, hätte hier vielleicht die Idee gekriegt für ein Glühbirnchen. Man weiß es nicht. Paris, eine Stadt mit etwa 150.000 Einwohnern, liegt malerisch am Grand River, dem großen Fluss. Man denkt natürlich, dass Paris in Kanada seinen Namen von der französischen Hauptstadt bekommen hat, weil der Gründer von dort kam. Das ist jedoch nicht der Fall. Paris in Kanada erhielt seinen Namen aufgrund der Gipsvorkommen, die im 18. Jahrhundert in der Region entdeckt wurde. Ja, ihr habt richtig gehört. Gips. Ein wichtiger Bestandteil für die Herstellung von Stuck. Und in Englisch heißt das Plaster of Paris. Natürlich wird Gips auch für viele andere Sachen verwendet. Für die Herstellung von Formen und Statuen. Zum Füllen kleiner Löcher in der Wand, falls du da mal mit der Faust ran bist. Und dann kann man das dir auch noch um deine Hand wickeln, wenn du so fest an der Wand gehauen hast. Es ist schon sehr vielseitig, dieses Plaster of Paris. Paris zeigt eine Mischung aus edwardianischer, gotischer und postmoderner Architektur. Einmal im Jahr findet hier eine große Herbstmesse statt, sowie ein Buttertörtchen-Festival. Da kann ich aber nie hingehen, weil mein Blutzucker explodiert dann. So, wir haben es geschafft. Das ist das Ende von unserer Ontario-Edition Europa in 3 Tagen. Paris war die letzte Station. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und was finden wir? Wer hat europäische Qualitäten heute? London? Auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Kopenhagen? Nee, dafür wurde das ein bisschen zu klein. Das war ja wieder so ein Blip. Wien? Vielleicht nicht so direkt ein Blip, aber die hatte noch nicht so eine Lade. Irgendeine Lade.
Wenn Tante Emma nix, ne, ja, das ist auch kein europäische. Nein, das nicht. Aber Paris hat, ne, das hat er gesehen. Ja, sagt mir, was euch am besten gefallen hat. Welche Stadt fandet ihr am spannendsten? Lasst mal das unten im Kommentare, dann würde ich mich freuen. Also, bis dann. Tschö.